Goed, Marius. Goed, je maakt je top te zijn. Welkom jeder einer. Wat hier ist, wir dann Gott sein Wort anchecken und zu sein, was wir von der und lernen können. Wir sind alle von der, was glauben, dass wir was zu lernen haben. Und wir sind auch alle von der, was weiten, wo wir lernen können. Und das ist gerade hier, wo wir sind, und gerade mit dem Buch, was wir haben, was Gott uns gegeben hat. So, ich kijk verder nu dit ik wel wat metteilen met jullie, wat mij deze 5 weken waardevol wordt, som farge. En ik wil dat met jullie metteilen. En voor we dat doen, voor we de Bibel opmerken, waar we eerst beten en God vragen dat Hij ons zijn wat. Himmlische Vater, we danken dir, dat u hier met ons bent. Du seht mal, als du hier nog op de aarde wirst, Jezus, seht du wie immer 2 oder 3, wir haben ein paar Stück von denen Kinder top werden, da wirst du auch sein. Und wir glauben auch, du bist mit uns, wenn wir allein sind. So, wir glauben auch, wir vertrauen, dass du bist gerade hier mit uns von dir. Und so, wir freuen, dass du uns lernen wirst, dass du uns dein Wort aufmerken, wenn wir dann ankicken und wenn wir lesen, dass dein Geist wird uns hart aufmerken, dass wir ein Verständnis haben, dass wir Licht bringen an unsere Gedanken. En dat we ons leven kunnen aanstellen door nu. En dus hier op deze, wie groot ze hier hebben. En ook dat we kunnen naar die kijken. Dus alle tieren doen, dus al de ganze creation dat. Kijken naar die en leren. Dat u was naring geven. Zo kijken we van de anderen die naar dien brood, naar dien woord. En naar dat wat u ons voor ons hast. Dat we kunnen wieder geradelijk gaan, zodat die wat van der haben. Wir danken für alles, was du all gedaan hast für uns. Dankeschön für unsere Erlösung, dass du uns betalt hast, uns freie Kraft hast, und dass wir können deine Kinder sein, und dass du uns vorher bist. Help uns, die reich zu sein, dass wir von dir ein rechtes Bild haben, und dass die Lehnisse von das Leben, die Lehnisse vom Feind, nicht werden dort verdrehen, wer du wirst zu uns sein. Und help uns ganz dir zu vertrauen. Und dort die Dinge, die dran bei uns sind, und wir uns nicht gut fühlen, oder wenn euer Mark ist, was immer die Dinge sind, was uns tausaten, dort die werden mal eine zweite Stelle nehmen für die. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Sag los, diese Werk in Psalm 144, und dort jankert mich mit jenen mit zu teilen. Und die in der Bibel mit haben, dreht, weil ich durch haben. Psalm 144, wenn wir an David denken, dann würde ich nie schwierig sein, was kommt jenen Gedanken an, wenn ihr an den König David denken? Will ich mal ein bisschen hören, was kommt das erste an jenen Gedanken an? Okay, wie ein Kriegsmann, ein Man of War. Dankeschön, nochmal. Okay, und was Arach verjingt, dann stund er für das Rechte an. Okay. Noch was, was denkt ihr, was kommt ihr an Gedanken, wenn ihr an David denken? Das ist hier nicht ein Test, ich wundere bloß, was denkt ihr, wie kann man das? Dus ik verzinnig had wie heruit Buße te doen. Okay, well, dankzij voor dat metal. Ik denk aan dezelfde ding. En er wordt nog een ganze Reihe meer zijn daarbij te doen. So, wenn wir an David denken, so dann nu diese Ding nehmen, was wir von geredet haben, haben wir wirklich sich selbst an eine Gefahr zu stellen für das Rechte und für was Gott sein wollen wir. Und so haben wir so eine Art Monostat. So, wenn wir Psalm 144 lesen, dann müssen wir dort Gedanken haben, wer wir David, wo dachte er über Gott und wo hat Gott einmal geholfen. Wir werden mal hier ein paar Verse lesen. In Psalm 144, den ersten Vers anfangen. In Psalm
von David. Ich lobe dem Herrn, der mich sicher hält, der meine Hände kriegen lässt und meine Finger reiten merkt zum Krieg. Groß hier wieder, er wie ein Kriegsmann, und das sagt das hier Krieg. So, das David schriftet hier selbst, und der Überschrift in meiner Bibel sagt, den König sein Gebet. So, David wie ein König, und er wie auch ein Schubshort, und er wie einer, der da mit Musical Instruments spielen hat. Er hat Gedichte geschrieben, die Psalmen hat er geschrieben, das wie ein Lehrer oder Gedichte, all das. Und so hier sagt er allmals, der meine Hände kriegen lässt, und meine Finger reiten merkt zum Krieg. Zweiter Vers. Mein Leiftool ja in meine versicherte Stadt. So, check mal, was wir wollen und denken, ist, David nannt hier ab, er beschreibt hier, wer Gott ist. Ich lobe dem Herrn, der mich sicher hält. So, er beschreibt Gott. Gott ist der, der mich sicher hält. Gott ist der, der mir lehrt zu kriegen. In dem Vers 2 sagt er, mein Leiftool ja. Und was sagt er nächster? Gott, meine versicherte Stadt, mein höherer Turm und mein Heiland, mein Schild und die, bei wem ich Zuflucht nehme, die mir über mein Volk regieren mögt. Okay, so weit als David seine Beschreibung von Gott an diese Vers hier. Andere Psalmen würden noch mehr haben. Psalm 23, weit wie alle, da sagt er, der Herr ist mein Hirte, nicht? Da sagt er, Gott ist sein Hort. Und da sind noch mehr stehen, wie Gott beschrieben hat. Von der und checken wir hier in das Psalm an. So was sagt Gott, David von Gott. David wie ein Mann, nur Gott sein Hort. David wie einer, der sich versucht, nur Gott anzustellen. David wie ein mutiger Schubshort, würde ich gerne sagen. Wie nicht mutig, er spielt mit seinem Gitarre, mit seiner Harp, spielt er. Und er horcht seinen Vater, er wie ein Schubshort. Und nu kam das Prophet nach David, das sei noch ein junger Mann, ich weiß nicht gerade wie alt, was er ein junger Mann, kam der Prophet, und nu salbt er David zum König worden. Er soll, den großen Mann soll seine Städte annehmen. Wo das gerade wird sein, wisst ihr euch, Gott beraubt David zu dort. So David hat eine andere Berufung, das was wir vielleicht würden haben, aber David glaubt, sei er fast und sei er stark an Gott. Und so David wie ein Mann, was er reit wie ein Jung, was er reit wie dort zu tun, was Gott will haben. Und so, er jaft Gott hier Anerkennung für diese Dinge. So, wenn er sagt, Gott ist der, was mich sicher hält, und was hat David dann gedacht? Weil, jedenfalls sagt er, ich lobe dem Herrn. Auf Englisch sagt er, blessed be the Lord. So, was meint das wird Herrn? Ein Herrn, ein Herr, das ist einer, was über mir und die zu sein hat. Ja? So, was sagt er? Ich lobe dem Herrn. So, das ist, er jaft Gott der Anerkennung, dass Gott über ihm ist. Dass Gott wird über ihm zu sein hat. Das ist, was er jetzt sagt. Wir lesen fertig, oh Herrn, ja, wir brauchen das wird eine Titel auf Englisch sagen, the Lord, auf Hochdeutsch Herr. Wir brauchen das wird ganz ein. Denkt wir, was wir sein und wie das wird sein. Neue Testament lehrt uns, dass keiner kann das wird sein, dass Jesus der Herr ist, wieder, wenn er den Heiligen Geist hat, und so, also allmählich, das wird physisch zu sein, also, ich glaube, vom Hort dort zu sein, das kann ich nicht, wieder wie reich tun mit Gott. So, David sagt, ich lobe dem Herrn. So, er freut sich zu Gott, er hilft den Herrn, der wird, was über ihm ist, der wird über ihm anzustellen hat, den lobt er. Und er hilft ihm hoch. Er gibt die Anerkennung, dass Gott über alles ist. Das ist wie ich sagen, Gott ist über die ganze Welt, er ist der Höchste, er ist der Einzige, was reich ist. In Titel reich ist. So, David gibt Gott die Anerkennung. Und er lobt ihm dafür. Er stellt sich an Agreement, er stellt sich an für Gott, er stimmt an mit wer Gott ist. Wenn ich und du nicht mit Gott übereinstimmen, wenn wir anders denken, ist was Gott hat, dann haben wir nicht Frieden. Dann haben wir einen Krieg. Und so, das ist wichtig, dass ich und du unsere Gedanken in uns Hort anstellen, für das Gott ist. Gott ändert nicht.
Gott ist immer überein. Und so, wenn ich und du versuchen, anders zu denken und anders zu tun, ist wo Gott ist, dann habe ich einen Struggle. Dann geht uns das schlecht. Und so, David gibt hier Anerkennung, wer Gott ist. Und er stellt sich, und ja, Gott, er ist dankbar für Gott. Er freut sich ändert, wer Gott ist, und er luft am dafür. Okay, aber nu seht er, der mir sicher hält. Gott wie David seine Kraft. So, und was doch David, wenn er sagt, Gott, der mir sicher hält. Der Herr, der mir sicher hält. So, hat er gedacht, und wo er in Schubsort wie ist ein junger Mann, ist heute ein Bohr, den Leib da hat er gedacht, wo er Goliath mit seinem Stein durchschlagen hat. Ich weiß nicht, was er alle gedacht hat. Hat er gedacht, wo Saul der König Saul moet aan zeggen, ik wil mijn dochter geven, want die was zoveel duizend van de Philister aanbrengen. En hij deed dat. Heeft hij aan al die dingen gedacht? We weten niet. Krijg wat hij gedacht heeft, maar hij zei dat, God is mijn kracht. God is die wat mij zeker houdt. God is die wat mij sterk maakt. Hast du mal gedacht, wo David das ging, wenn er als ein junger Mann von seinem Schwierführer verfolgt wird? Soll das wie sein Schwierführer, ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ever haben in seiner scheint enge Gemeinschaft gehabt, dass ein Führer mit seinem Schwier sein soll haben. Aber dass wir ein von ihnen nicht so denken, dass es Gott ist, und dann gibt es zwischen ihnen, wie das Ferken nicht so soll sein. Und so soll mit seinen Soldaten taub, falls wird es schlecht gehen, wenn einer muss ran, vielleicht auch jemand muss ran, aber wenn wir müssen ran, dann wir einfach der König vom Land, wir uns hingeran, mit einer ganzen Herd Soldaten hingeran. Und wir müssen ran für das Leben. Wir werden erst wie am Barsch, wir werden erst wie an der Heil. Das ist doch nicht, was David wir. Wir haben das gegangen in dieser Zeit. Dann wissen auch, dass der König, das ist mein Schwierführer. Und das ist mir so am Leben zu stehen. Und David war nicht ein schwacher Mann. Er hat seine eine Männer, da kamen viele Männer, waren auch so jenkes arm. Die kamen am Beistand und hatte seine eine Armee über dem. Aber an der Zeit, wir haben das gegangen. David sagt, Gott, der Herr, der meine Kraft ist, der mich sicher hält in diesen Tiden. So, wenn Saul, was der David, so wird uns das gehen. So, wenn wir an der Heile wären, und nicht kommt das König, was uns hingeran ist, Schwierführer, der kommt nicht an diese Heile nahen, was würden wir denken? Was wird durch im Gedanken gehen? David hat das belebt und er sagt, ich lobe dem Herrn, der mich sicher hält. Und er sagt, an der Mann, all die Saul seine Soldaten ging, und Saul ist das Schleipendeit nicht. Da würde man braucht ein Soldat abwarten, dann würde es sagen, alle derche was mit ihm. David sagt, der Herr, der mich sicher hält. So, was meint das zu mir und die? Da meint es einfach, dass Gott als einer, der uns gleich sicher zu halten, er ist der, der uns Gnade gibt, dort zu drehen, was wir haben. Wir haben alle verschiedene Dinge, was wir drehen machen, oder können, oder tun. Und so Gott ist der, was uns mangt hat. Das ist nicht, dass dann die alle was leicht sind. Das ist wie in David sein Leben nicht so. David sagt wieder, wie ein Mann, nur Gott sein hat. Dann denken wir so, oh Gott, würde uns alles leicht merken von. David war der König, kriegt so eine Anerkennung von Gott, er hat so eine enge Gemeinschaft mit Gott. Und aber sein Leben wird weit oft von leicht. Und so, dann sagt er über Gott, der mich sicher hält. Mank all das. Nicht von der Gefahr, aber an der Gefahr hält Gott mich sicher. Er hält mein Leben. Er hilft mir sich, dass ich kann wiedergehen, dass ich weiter kann abstehen, in frisch Mutfuten, und weiter frisch dort tun, was er reich ist. Und dort als Praxis, ich kann durch machen denken. Wenn wir so denken, dass, well, wenn wir auf Gott seine Seed worden sind, dann wird es mal leicht sein, weil dann müssen wir hier abdenken. Oder dann müssen wir hier an David denken. Was hat David alle belebt? Und so, Gott ist der, was mich sicher hält. Gott ist der, was mich hält. Manche Schwierigkeiten, das rechte Ding zu tun. Und es ist dann leichter ist, oder es ist sehr schwer ist. Aber Gott ist der, was mir die Kraft gibt, und mir die Sicherheit gibt, das zu tun. Was er reich ist. Dann der nächste sagt er ist
die meine Hand kriegen lehrt, in meine Finger reitmerkt zum Krieg. Na, wir sind gelehrt, dass wir sollen nicht kriegen, und hier sagt es nur Gott, als der was am Kriegen lässt. Gestern haben wir bloß denken, dass David lebt in einer anderen Zeit, ist, was wir tun. David lebt im Alten Testament, wir leben in einem Neuen Testament, wir sind ein Part von der Kirche. David glaubt auch an Gott, David glaubt auch an den Erlöser, was noch mal kommen wird. David plant wie im Himmel zu sein, aber er lebt in einer anderen Zeit. Gott schafft, und was es anders mit den Menschen da ist, von der und der. David, wir Europa, zum König sein, war in physisches Land, war ein Volk, was soll in Land geben, was soll ein Land annehmen. Hat ein Land angenommen, das sei er stellen, er war verantwortlich dafür. So David hat gekriegt, und er hat gewonnen, gegen die Fienden. So hier sagt er lehrt meine Finger, er lehrt meine Hände kriegen, und er merkt meine Finger reit zum Krieg. So wird haben unsere Finger, so wenn er mit seinen Flitzbällen schaffen hat, nicht? Oder wenn ich kann uns meist nicht feststellen, aber wenn wir mit den Fingern die beiden Maße zu holen haben, dann wird es sehr wichtig sein, dass die Finger reich schaffen, nicht? Und so, ja, vielleicht mal schön daran zu denken, aber das ist das Leben, was David leben hat. Und so, er sagt, Gott ist der, was meine Finger lehrt zu kriegen, dass er schafft, und dass er kann in sich haben. Und so, für uns, wenn wir dann uns von so einem Ding wegholen, aber dort haben wir uns danach eine Lehre. Gott ist der, wir haben von der in geistlicher Krieg, was David auch investiert hat, wir haben einen geistlicher Krieg, und so Gott lehrt uns, wo wir können fetten an das Leben. Wir haben alle Dinge, was er uns fetten, wir haben den Feind, was er uns fetten hat. Vielleicht sind es auch Menschen, was er uns fetten, das muss nicht so sein, aber das sind die Gedanken, was nur uns kommen. Vielleicht sagt die wer, was führt dann bloß die dort an die Gedanken, viel gratis, was wirklich ist. Da kommen Gedanken dann, über Gott, kommen Gedanken dann über andere Menschen, kommen Gedanken dann über die selbst, kommen Gedanken dann, was Gott sollen sein. Und kann wir dann fetten, so wie mit Gott, ob es sieht, so wie Stuvi über rein mit Gott, dass wir können fetten, kannst du sein, von dem Gott ist der, was die lehrt, fetten. So wo lehrt Gott uns das fetten, das ist an sein Wort, das ist mit anderen Kindern Gottes reden. Wo tun die das? Was haben die gelehrt? Was können die mir lernen, von wo du das an das Krieg? Wir haben alle einen Krieg, das ist keiner, was so fein ist, was nicht einen Krieg hat in sein geistliches Leben. Und das mag verschieden sein von einem beim anderen, das ist verschieden, aber wir haben einen Lehrer, wir können Gott als einen Lehrer anchecken, was uns lehrt, wo wir fetten können, wo wir können das Krieg haben, was wir alle haben. Und wenn der Krieg selbst verschieden ist, aber vielleicht dürfen wir alle überein fetten, wir können alle überein überwinden. Das Leben rum uns, wo der Pressure bin, nicht? Wo können wir dort beim stehen bleiben? Nehmen wir den hohen Weg oder nehmen wir den leeren Weg? Die Entscheidung haben wir alle jeden Tag zu merken. So, komm Ding ab, so gehe ich in meine Natur noch, oder gehe ich dort heran, was Gott will haben? Wo Gott will haben, dass ich soll denken, wo Gott will haben, dass ich soll reden. Bei uns weiß ich wieder, dass Gott wird uns so lernen, wo wir das sollen tun, aber dann müssen wir auch mit Gott in Gemeinschaft sein, dass er uns lernt. Wenn wir nicht sein Wort lesen, wenn wir nicht an ihm denken, wenn wir nicht an ihm beten, wenn wir ihm nicht nur halb freuen, dann schneiden wir uns selbst auf von Gott. So kannst du von der uns sein, dass Gott ist der, was die lernen, wo du das Leben kriegen musst. Lehrt Gott dir deine Finger, lehrt Gott dein Hort, lehrt Gott deine Gedanken, wo wir denken sollen, wo wir sollen gesonnen sein, wenn Dinge passieren, was uns tausaten. Und dass wir uns nicht loten von der Distanz überwinden. Das ist einer, das ist der Feind. Krieg es ja hier auf sein Leben schaffen, der schafft ich sage nicht Krieg so, aber mit der selben Anstellung schafft der Feind gegen uns, er wird nicht leiden, weil er kann Gott seine Kinder einmal mal durchkriegen. Da wird Gott zu Schaden bringen, da wird uns zu Schaden bringen, und da wird den Feind hochheben, wenn ich und du werden auf einmal irgendwo liegen kommen. Und so wir werden das nicht loten, dass dort was passieren. So wenn wir die Dinge vom Leben begegnen, dann werden wir dort behalten, das hat nicht really mit uns zu tun, das hat mit Gott zu tun. Krieg ist dort wie Goliath, David und Goliath. Wir denken, oh, das wir David und das wir Goliath. Das wir nicht David und Goliath, das wir Gott. Als David dort hier, was Goliath sagt, was sagt David? No, wir brauchen uns nicht im Schnorrenäs brücken. No, das haben wir dort nicht.
Hij zei, kijk maar, hier is einer, wat God luisteren deed. De God van Israël, wat hier luistert, en dat is niet reich. Hij wist dat handelt zich aan God. Dat handelt zich niet aan Goliath, dat handelt zich niet meer aan Arm, dat handelt zich niet meer aan het volk Israël, dat handelt zich aan God. En zo dat waar we aan denken, want wie krijg gaan, want wie morgen worden krijg gaan, van der nu middag, want wie worden krijg gaan, waar we dan denken, dat heeft niet met ons te doen. Dat heeft met God te doen. Zo waar we sterk zijn en dat, en waar we ook zoals hier op doen, waar we ons doelknijden en God aanbeden, wanneer de krijg opkomt. We zijn, hier komt de krijg, hier komt de grote Goliath waar op. Dan waar we ons doelknijden en God aanbeden en zeggen, God, du bist de, darf je zeggen, ik loof dem Herrn, der mij sicher hält. En der mir uitmerkt hem krijg. Nächste zegt hij, mijn leeftool, op Englisch zegt hij, my goodness, dat meint mijn gerechtigheid. Die wordt mij gerecht merken. En dat weet we, dat heeft met de zaligheid te doen. En ook weer mijn hauptreich leven, beides. Dat goud wat we hebben, nemen we ons de zelfsonerkennung voor, oder do we dat God aanschrijven. Kijk maar, dat wanneer ik wat goud gedaan heb, dat niet bloos wanneer ik heb, we doen goud. En dat goud wat we doen, wanneer dat goud schafft, dan werden we God anerkennung geven dafür. David sagt, Gott als seine Gerechtigkeit, Gott als seine Goodness. Plattdietch sagt, läuft toll ja, het staat een beetje anders, aber Gott als die, wat mij erreicht merkt, en daar denk ik dan aan dat, dus het Nieuwe Testament leren dat Jezus onze Gerechtigkeit wordt. We haben onze Gerechtigkeit, zo schijnt het dan nog wat zijn, maar dat reicht dan nog niet toe voor God. Ons fehlt dat aan God zijn Gerechtigkeit. En dat fehlt mij en die morgen, wanneer we bij de arbeid zijn, morgen, wanneer we met de familie thuis zijn, morgen, wanneer we met de kerk thuis zijn, of van daar, dat fehlt ons aan God zijn Gerechtigkeit. Want anders dan merken we Fehler. En dan vielleicht auch noch der Mangel, wir sind menschlich, aber uns fehlt das, dass wir wollen reich gehen, dass wir wollen reich denken. Und damit wir an Gott denken, damit wir Gott in uns Leben haben. Wir müssen uns für Gott einstellen, damit wir Gott Herr sein. Nicht bloß mit wir, aber mit uns Hort, damit wir das versuchen zu tun. In der Einstellung zu haben. Und wenn wir das nicht gehört haben, damit wir versuchen, da noch zu kommen, dass wir das können sein. Gott, du bist mein Herr. Der nächste sagt David, und habe ich einen Kriegsmann, das ist hier schon sehen, habe ich einen Kriegsmann, und hier sagt David, Gott, im Vers 2 sagt er, Gott ist meine versicherte Stadt, mein hoher Turm. So was ist eine versicherte Stadt? Sie in David seine Welt, sie können nicht rum jeder kleine Dorf eine große Wand rum mehren. Das hat nicht Zeit dafür, nicht Geld dafür. Da wird ein Teil Menschen Arbeit kosten, da Stunden kosten und da Steinbrücken. Aber wir in Städten, was sie haben, zum Beispiel größere Städte, das ist Jerusalem und andere Städte, dort nennen sie eine versicherte Stadt. Da wir eine Stadt, wie sie eine große Wand ranbieten. Und dort wissen sie, die Dörfer, die da ranbieten, die keine Wand haben, die haben keinen Schutz. Sie Zeit wird anders gekriegt ist von denen. Wir wissen, was von denen erst wie Krieg hast, da fährt erst wie ein kleines Ding hoch im Himmel, was meist nicht zu sein hat, und da laden ein paar Dinge fallen, dann belust alles ab. Das passiert nicht so erfahren, aber das tut nochmal. Und da wird eine Wand nicht halten für seine Stadt. Und David seine Dellen wie das anders. Und David seine Dellen, dann kam Männer mit einem Messer in der Hand und den zwei wird kriechen. Weil wir sagen, angesagt, kriechen. So da halten eine Wand wird. So, wenn da eine Wand wie so eine versicherte Stadt, dass wir einfach ecken die Firma wären, Schubsfahrt wären, erst wie am Dorf, auf dem Land, das wissen wir, ein paar Kilometer auf, das ist eine versicherte Stadt. Wenn wir hören, wenn wir sein, sie haben nicht mal Cellphones, wo dann sehen, oh, nicht kommt der Feind. Bloß wenn du das antwortet, oh, da kommt ein Feind, dann wissen wir, dort ein paar Kilometer auf, das ist eine versicherte Stadt. Und da wird wir unsere Kinder lernen. Wenn wieder ever Arut ist, dann wird wir dort in die andere Stadt, die haben eine Wand dran, und da soll wieder an Hand kommen, für sie die Futter machen. Und so dort ist wie eine versicherte Stadt. Ein hoher Turm. In eine Stadt, wo der sicher ist von einem Feind. Und so Gott, David hat versicherte Städte. Habe ich die König, er hat er gebet. Und er hat auch überwunden, er weiß, was er muss. Aber hier sagt er zu Gott, Gott, du bist meine versicherte Stadt. So was meint das für mich und die? Wie kann Gott auch dort sein?
Und wir können nicht bloß zu Gott dort sein, wir können Gott zerbrücken. Hij ist unsere versicherte Stadt. Wenn der Feind abkommt, wenn das Leben abkommt, dann können wir zu Gott sein. Gott, du bist meine versicherte Stadt. Dann wäre wir nur Gott dran. Wie Gott sagt, wie sicher. So, was meint das dann, dass wir wollen sicher bleiben? No. So, in David sein Leben, wenn der Feind wird sein abgekommen, und dieser Farmer werden haben, muss nur der versicherte Stadt dran, der Farm würden sie vielleicht verloren haben. Vielleicht wird einer oder andere von der Familie das nicht gemerkt haben an Zeit. Wir wissen nicht, wo er wird sein, was, kann uns erst was ausdenken. Und das ist in unserem Leben auch, kriegst du Schulden, können wir vielleicht leiden, kriegst du es hier abteilen. Aber Gott, für uns selbst, für unsere Seele, für uns Hort, ist Gott unsere versicherte Stadt. Und so, wenn ich die Trouble haben, wenn ich noch mal den Krieg verloren haben einen Tag, dann werden wir da noch behalten. Gott ist meine versicherte Stadt. Ich kann nur Gott gehen. Und nur Gott nimmt mich an. Gott wird Gnade haben an mich. Gott wird mir Frieden geben. Und bei Gott, wenn ich an die versicherte Stadt gehe, da weiß ich, da sehe ich angenommen, nicht für die Fehler, die ich gemerkt habe, nicht nur für die Dinge, die ich herausgemerkt habe, bloß wenn Gott mir gleicht, sehe ich da angenommen. Wenn ich in Jesus sein Blut sehe, ich sehe bei Gott angenommen. Gott ist meine versicherte Stadt, heißt mein hoher Turm, wie ich kann hingehen, zum Schutz finden für meine Seele. In Rami, wenn ich Dinge verloren habe, durch meine Fehler oder durch den Feind sind, was immer ich schaffen hat, was jeden Gott schaffen hat, aber ich, für mein Hort, für meine Seele, Gott ist mein Schutz. Gott ist meine versicherte Stadt, mein Turm, wie ich kann hingehen. Wir können nur Trost gehen. Wenn ein Ding nicht an so geschafft ist, die werden han sollt. Auf einem anderen Stelle sagt David, in Jesus redet auch von Inge der Pflicht. Das ist ein Kegel, Inge der Pflicht. Wie kann Gott gehen für Trost? Wie kann Gott gehen für Weisheit? In Frauen. Gott sagt, wer nur Weisheit fehlt, der soll zu mir kommen, der kann zu mir kommen in Frauen. Ich werde ihn das geben. Gott ist unsere versicherte Stadt. Gott hat Gnade für uns. Jesus sagt, wenn der Erste sich versündigt hat, der kann zu mir kommen, ich werde für den anstehen. Gott ist unsere versicherte Stadt, ist uns hoher Turm, wenn der Feind kommt, da können wir hingehen. Jesus sagt uns, er ist uns hoher Priester, der uns Krieg verstehen kann. So, das meint die, kann er Krieg verstehen. Und so, Gott ist unsere versicherte Stadt. Manchmal fühlt sich das vielleicht so, der andere kann nicht Krieg verstehen, der hat nicht Krieg da durchgemerkt, was ich habe, dazu kann und da werden wir uns nicht mit Inge gerufen oder reich verdienen, aber Gott ist unsere versicherte Stadt. Dort können wir hingehen und Jesus, die Bibel lehrt uns, dass Jesus hat Krieg und jeder denkt, was uns getroubled hat Jesus auch getroubled. Er kann Krieg mitfallen. Ja, wir haben eine Versicherung. Wie kann du hingehen? Wie kann am Gebet sein? Krieg, bei uns das geht. Das ist gleich auch Gott zu sein, bei uns das geht. Wenn er das schwör hat, und manchmal hielt sich das sogar noch so ein Schleich, dass uns das geht. So wie kann Gott gehen und am dort sein, heißt unsere versicherte Stadt, wie sei wie angenommen. Und dann werden wir uns auch anstellen dafür. Aber wir wollen in den Schutz. Und dort haben wir uns verloren. Und wie nu, weil wir so denken, es Farmer bieten auf dem Landschaft, und wir sind eine hier vor, und der Wind bloßt, und der Feind kommt ab, was immer du hast. Und das ist sofort manchmal schwer. Wir wollen das weiten. Dort ist eine versicherte Stadt, und dort können wir immer hingehen, wenn es fehlt, wo wir wollen Schutz haben für unsere Seele. Er nannt Gott sein Heiland. Ein Heiland, auf Englisch sagt er, ein Deliverer, der wird mich loshalten, der wird mich frei kennen. So Jesus, uns Gott, uns Jesus, was uns gekauft hat, von solchen seiner Macht, in uns hat nur Gott gebracht. Gott ist uns Deliverer, er ist uns Heiland, der wird uns raten. Er ist sein Schild. Er sagt, mein Schild will ich Zuflucht nehmen. Da. Okay, so wenn wir mangt das alle, kann wir noch an denken, und das, ich glaube, das Galater wieder reden von der Waffenrüstung für den Christ, nicht die armor of the believer, spiritual armor. Und so, was ist Gott von uns? Er sagt, über alles, ein Schild vom Glauben. David sagt hier, Gott ist mein Schild. Da kann ich, ein Schild ist zum Hänger verkrüpen,
So wir können uns hinter uns Glauben verkrüpen, aber das Schild ist auch, wenn der Feind nu uns schreiten hat und wir sind am Weg nur für sich hat er steht, oder am Weg runterfahren, wir haben ein Schild vom Glauben und wir gehen damit verweg. Wir bleiben nicht satten, wir gehen verweg. Sie glauben, das ist mehr ein großer Unterschied, wo wir denken, das ist wirklich ein Part von was Glauben ist. Wir können uns ganz durchreiten und durchkommen von was das Leben alles uns tut, in Welt tun und Haft tun. Und ein großer Unterschied, wo wir dann andenken. Denken wir so an, oh, das habe ich nicht geschafft, oder ich sehe mal da, und ich habe mir immer verfehlt, und ich merke immer Fehler. So wie das so. Denken wir den zwei dann an, und dann wollen wir nicht gehen, wir wollen nicht anfangen. Oder denken wir so, check mal, ich versuche mein Hort nach Gott anzustellen, ich will haben, Gott soll durch mich schaffen, ich will nach weiter abstehen, ich will nach weiter gehen. Das ist Glauben, das ist ein Part von Glauben. Gott ist uns Schild, weil wir mit Gott gehen, weil wir abstehen, und nach weiter versuchen, und nach weiter wieder gehen. Gott sagt, er wird sich stark beweisen, wenn wir uns umdrehen. Und er ist der, an wem wir, wo wir Zuflucht nehmen, der, an wem wir vertrauen können. So, wenn Gott das alles ist, dann werden wir ganz friedlich sein, weil wir neue Leute sind. Gott ist der, wo wir hingehen, Gott ist der, was wir vertrauen können, und wo wir Zuflucht nehmen, und wo wir sicher sein. Und der letzte sagt, er ist der, was den Menschen unterarm, weil der wäre der mir über mein Volk regieren mag. So, er wisst das denkt, dass er der König wäre, dass wir nicht, dass er sich selbst hat der Hand gesagt, Gott hat ihm die Hand gesagt. Und so die Responsibilities, die Verantwortungen, was ich und du im Leben haben, weil wir nicht so nachdenken, oh, das haben wir uns abgebaut. Gott hat uns so gemerkt, dass Gott hat uns über diese Dinge gesagt. Und mit diesen Menschen hat gesagt, und Gott ist dort, was er schaffen merkt, und wenn wir uns noch anstellen. So, das ist im ersten Vers sagt, ich lobe dem Herrn, der mir sicher hält. Und so, wenn wir daran denken, wenn wir durch die Zeit gehen, wenn wir durch das Leben gehen, wenn wir daran denken, dass wir so Gott haben.